Hallo Leute und herzlich willkommen. Heute geht es um eine Frage, die sich wohl jeder schon mal gestellt hat. Warum können wir Gott eigentlich nicht sehen? Manche haben intensiv darüber nachgedacht, bei anderen war es vielleicht nur ein flüchtiger Gedanke. Vielleicht hast du dich sogar unwohl gefühlt, weil du es überhaupt in Frage gestellt hast. Aber keine Sorge, diese Frage ist völlig normal und wir müssen uns dafür nicht schlecht fühlen. Jetzt nimm deinen Chai, lehn dich zurück und lass uns gemeinsam loslegen. Gott unterscheidet sich in allen Belangen von seiner Schöpfung. Als Schöpfer besitzt er eine völlig andere Daseinsform als das, was er erschuf. Unser unmittelbares Sehvermögen ist dabei sehr begrenzt und daher ungeeignet, das Unendliche zu erfassen oder zu sehen. Um die Grenzen unserer Wahrnehmung besser zu verstehen, denken wir an die unzähligen Bakterien, die in unserem Körper und sogar auf jedem Zahn leben. Diese kleinen Lebewesen sind sich des Zahns, auf dem sie leben, nicht bewusst. Würden sie den Zahn als Ganzes wahrnehmen wollen, müssten sie sich irgendwie an einem Punkt außerhalb des Zahns begeben und zusätzlich Hilfsmittel wie Mikroskope oder Teleskope nutzen. Auf diese Weise könnten sie vielleicht eine grobe Vorstellung von den Dimensionen des Zahns erhalten und eventuell auch von der Größenordnung des Körpers, zu dem der Zahn gehört. Aber selbst mit dem größten Aufwand könnte eine Bakterie niemals den menschlichen Körper wirklich verstehen. Ihr Bild davon wäre immer unvollständig und fern von dem, was wir als echtes Verstehen betrachten würden. Unser menschliches Wahrnehmungsvermögen ist ähnlich eingeschränkt, auch wenn es sich auf einer ganz anderen Ebene abspielt. Zwar können wir mit Hilfe von Teleskopen und anderen Instrumenten bis zu Millionen von Lichtjahren in das Universum blicken, doch bleibt das, was wir dabei sehen, ein winziges Fragment dessen, was wirklich existiert. Genau wie die Bakterien nur einen Bruchteil des lebendigen Gewebes wahrnehmen, in dem sie leben und sterben, ist unser Bewusstsein der Realität begrenzt und relativ. Betrachten wir das Thema etwas eingehender, wird uns schnell klar, dass unser Verstand alle unsere Sinneswahrnehmungen, also unser Sehen, Hören und Fühlen, stark beeinflusst. Wüssten wir zum Beispiel nicht, was ein Baum ist, könnten wir das Objekt vor unseren Augen nicht als Baum erkennen oder ihm einen Sinn geben. Unser Verstand gibt uns also den Rahmen, in dem wir Dinge überhaupt erfassen und ihnen Bedeutung geben können. Unser Sehen ist also von Natur aus begrenzt. Selbst bei den Dingen, die innerhalb unserer Reichweite liegen oder durch Instrumente wie Teleskope oder Mikroskope erfassbar sind, sind wir auf ein allgemeines Verständnis angewiesen, um zu wissen, was wir betrachten. Diese Grenzen machen uns bewusst, wie anmaßend es wäre zu erwarten, den Schöpfer des gesamten Universums direkt sehen oder mit unseren menschlichen Sinnen erfassen zu können. Die Frage, warum wir Gott nicht sehen können, wird daher in einem ganz neuen Licht sichtbar. Wir sind begrenzte Wesen, die einem unbegrenzten Schöpfer gegenüberstehen. Im Gegensatz zu uns Menschen, die erschaffen wurden und daher in unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten begrenzt sind, ist Gott, der Schöpfer, unbegrenzt. Seine Gnade erlaubt uns, über die Erde und die Umgebung, in der wir leben, nachzudenken und auf der Suche nach Wissen und Tugend zu wachsen. Der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, veranschaulichte diese Größe Gottes auf eindrucksvolle Weise. Verglichen mit Gottes Thron des Wissens ist das ganze Universum so winzig wie ein Ring, der in eine Wüste geworfen wurde. Verglichen mit seinem Thron der Macht wiederum ist aber auch dieser Thron des Wissens so winzig wie ein Ring, der in eine Wüste geworfen wurde. Dieser Vergleich soll uns eine Vorstellung davon geben, wie weit die Unbeschränktheit Gottes über unsere Vorstellungskraft und unser begrenztes Verstehen hinausgeht. Der Gedanke, die wahre Beschaffenheit von Gottes Thronen des Wissens und der Macht zu erfassen, ist für uns unvorstellbar. Wenn Gott in seiner Unendlichkeit sein Wissen und seine Macht über das gesamte Universum ausübt, so ist das jenseits dessen, was wir uns mit unseren begrenzten Fähigkeiten vorstellen können. Der Koran lehrt, Blicke können ihn nicht erreichen, er aber erreicht die Blicke. Ibrahim Hakkı Hazretleri fasste es so zusammen: Im gesamten Universum der Schöpfung gibt es nichts, was Gott gleich, ähnlich oder entgegengesetzt wäre. Gott ist über alle Formen erhaben, ja sogar immun gegenüber und frei von Form. Die Dinge, die wir wahrnehmen können, haben immer etwas Vergleichbares, Gegensätzliches oder Ähnliches, wie zum Beispiel lang und kurz oder Licht und Dunkelheit. Doch Gott, der nichts Vergleichbares oder Gegenteiliges hat,
bleibt für uns unfassbar. Dies ist die Bedeutung der Aussage, dass Gott über alle Formen erhaben ist. Um diesen Gedanken weiter zu verdeutlichen, betrachten wir das Gemälde Mona Lisa im Louvre. Stundenlang könnten wir dieses Gemälde betrachten und Rückschlüsse auf den Stil und die Gedanken des Künstlers ziehen. Doch den Künstler selbst könnten wir im Bild nicht sehen, denn der Künstler existiert unabhängig von seinem Werk. Wir könnten durch das Betrachten des Kunstwerks die Existenz des Künstlers erkennen, jedoch nicht den Künstler selbst sehen. Ebenso verhält es sich mit Gott und der Schöpfung. Die Welt und das Universum sind Gottes Werk, wie wir auch in den vorherigen Videos das dargestellt hatten. Durch die Schönheit und die Ordnung der Schöpfung erkennen wir seine Existenz, doch sein wahres Wesen bleibt uns verborgen. Hazreti Ebu Bekir radiallahu an drückte es mit folgenden Worten aus: Sein Wesen zu begreifen bedeutet einzugestehen, dass sein Wesen unbegreiflich ist. Unsere Aufgabe besteht darin, unseren Bund mit Gott einzuhalten und ihn anzubeten. O du, der du als einziger der Anbetung würdig bist. Die Tatsache, dass wir unfähig sind, wahres Wissen über dich zu erlangen, bedarf keiner Erklärung. Dennoch glauben wir, dass du uns tatsächlich näher bist als unsere Halsschlagader. Durch das Universum, das du erschaffen und uns wie ein Buch aufgeschlagen hast, und durch die wunderschöne, harmonische Gestaltung all dessen, was du von den geringsten bis hin zu den gewaltigsten Dingen erschaffen hast, spüren wir deine Existenz und Nähe in der Tiefe unserer Herzen. Wir erkennen, dass auch wir zur Sphäre deiner Erscheinungsformen gehören. Dadurch erfahren unsere Seelen einen Zustand des Friedens und des Trostes, während unsere Herzen Gelassenheit finden. Ein weiterer Grund, warum wir Gott nicht sehen können, ist, dass diese Welt als Prüfungsort dient. Wenn Gott für uns sichtbar wäre, gäbe es keinen Raum für Zweifel und keine echte Prüfung. Jeder würde automatisch an ihn glauben. Ähnlich wie ein Lehrer, der alle Antworten vorgibt. Das wäre keine echte Prüfung, auch wenn wir es uns so wünschen würden. Jetzt kann sich natürlich die Frage bei euch allen stellen, warum unterzieht Gott uns dieser Prüfung? Mit dieser Frage werden wir uns im nächsten Video beschäftigen. Also bleibt dran. Gott hat seine Existenz durch seine Schöpfung, also die in der Ausstellung des Universums gezeigten Kunstwerke, sowie durch die Offenbarung von Büchern und das Senden von Propheten für unser inneres Auge, dem Verstand, sichtbar gemacht. Wer Gott wirklich näher kommen möchte, sollte sein inneres Auge einschalten, seinen Geist und seine Seele entwickeln. Nicht mit einem Tropfen an Wissen, sondern mit einem Meer an Erkenntnissen. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr solche Themen sehen wollt, lasst einen Like da, kommentiert eure Gedanken und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Ciao, ciao!